Moin bei kugelbahn.de, herzlich willkommen zu diesem Video und ihr seht, es geht schon wieder um einen 3D-Drucker. In diesem Fall ist das allerdings was Besonderes, denn das ist der Anycubic Cobra X. Der ist Stand jetzt noch gar nicht erhältlich, jetzt haben wir Ende Januar 26 und der wird erst im März 2026 erscheinen. Ich hatte den jetzt 3 Wochen in Benutzung und Anycubic fragte, ob ich nicht für den Cobra X einen Beta-Test mitmachen möchte. Ich kriege dann das Teil zugeschickt und muss halt diverse Dinge auch ausprobieren. Viel getestet habe ich und das Ergebnis, sage ich schon mal jetzt, ist Wahnsinn eigentlich. Vor allen Dingen zu diesem Preis des Druckers. Der ist jetzt gerade in der Vorbestellphase für 269 € und ich sage schon mal vorab, wer einen wirklich günstigen Einstieg in den 3D-Druck sucht, der konnte besser und günstiger, glaube ich, noch nie fahren. Deswegen Links dazu und alles findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und was macht den Cobra X so besonders? Wer das Testvideo von dem Cobra 3V2 und dem S1 hier auf dem Kanal gesehen hat, weiß, dass die Farben in diesem Ace Pro drin waren, also extern gelagert sind, und bei dem Cobra X landen diese wie früher hier oben auf dem Drucker drauf. Heißt, auch er kann natürlich mehrere Farben drucken und natürlich auch mehrere Materialien in einem Druck verwenden. Das schauen wir uns jetzt aber gleich im Video an. Was es speziell macht hier ist, dass das System, was in diesem Ace Pro früher drin war oder drin ist, alles hier in einem Druckkopf drin steckt. Dadurch geht der Materialwechsel viel schneller und es entsteht auch weniger Müll beim Drucken. Und das ist das Besondere an dem Cobra X und das seht ihr jetzt auch hier im Video. Der Cobra X kommt in einem für heutige Verhältnisse kleinen Karton mit einem zu vorigen Drucker geradezu lächerlichem Gewicht von ungefähr 12 Kilogramm. Bedeutet aber auch, hier muss natürlich erst noch ein bisschen was zusammengebaut werden. Ist aber kein Problem, es geht nämlich nur um 9 Schrauben, 8 davon sind für die Befestigung der Z-Achse bzw. dem Galgen am Unterteil des Druckers und eine kleine Schraube für den Purge Wiper am linken Rand. Vorher idealerweise alle Transportsicherungen entfernen, also alle Schaumstoffteile, Kabelbinder am Druckkopf und die beiden Transportsicherungen an den Holmen der Z-Achse, dann kann der Druckkopf manuell etwas nach oben geschoben werden, was die Montage der 8 Schrauben erleichtert. Auffällig ist, der Cobra X ist ein ziemlich massives Teil. Die X-Achse ist aus Aluguss mit Linearschiene für den Druckkopf, die Halter für die Z-Achse machen einen extrem soliden Eindruck. Hier wurden die klassischen Rollenführungen über Bord geworfen, auch unter dem Druckbrett präsentiert sich eine stabile Konstruktion. Hier wurde trotz des wirklich günstigen Preises des Cobra X nicht gespart, dafür ein wenig an der Kunststoffverkleidung des Druckers. Also ich finde ihn echt schick, ist aber auch ein bisschen klapprig. Also nicht klapprig im Sinne von wackeln, aber der Kunststoff klingt beim Klopfen irgendwie nicht ganz so hochwertig, spielt aber eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Was bei meinem Vorserienmodell hier zum Beispiel noch nicht passte, die Abdeckkappen für die Verschraubung der Z-Achse, das wird aber natürlich in der Serienfertigung hinterher nicht mehr der Fall sein, dass die so lose sind. Die Kabel werden auf der Unterseite eingesteckt, sind farblich markiert, eine Verwechslung wäre aber sowieso nicht wirklich möglich. Nicht vergessen werden sollte, das Kabel zum Z-Achsenmotor anzuschließen und die Abdeckkappe über den Steckern anzubringen. Der Cobra X kann in der gelieferten Version mit 4 Filamentrollen gleichzeitig umgehen, insgesamt aber 19 Farben verwalten. Das kann ich in diesem Video natürlich jetzt nicht testen, da mir die nötigen Teile dafür noch nicht zur Verfügung stehen. Die 19 Rollen hängen natürlich nicht alle am Drucker oben drauf. Vorgesehen ist dafür natürlich das neue Ace Pro 2 von Anycubic und ich bin selber gespannt, wie so eine Vollkonfiguration dann mal aussehen wird. Der Vorgänger, das Ace Pro, funktioniert am Cobra X leider nicht mehr. Die Spulenhalter sind nummeriert und werden einfach oben auf den Galgen draufgespannt. Am besten so weit außen wie möglich, denn zwischen den beiden Inneren muss ja noch eine Filamentrolle eingesetzt werden können. Dann werden die PTFE-Schläuche von den Spulen an den richtigen Anschluss des Druckkopfs eingesteckt und fertig. Der Aufbau dauert vielleicht 10 Minuten, dann kann der Drucker auch schon in Betrieb genommen werden. Es folgt dann natürlich noch die übliche Kalibrierungsrunde, danach kann der Cobra X auch in der Anycubic App hinzugefügt werden. Das Display ist
fest montiert, nicht neigbar, prima ablesbar und reagiert zuverlässig und schnell. Ich würde auch hier erstmal Englisch als Sprache empfehlen, da die deutschen Begriffe manchmal zu lang sind und über das Textfeld hinauslaufen, was aber glaube ich schon mit einem Update mittlerweile behoben worden sein soll. Okay, bis hierher sieht das ja alles so aus wie immer, aber was ist denn nun am Cobra X eigentlich so besonders? Ohne Filament kein 3D-Druck, also erstmal Filament in den Cobra X reinladen. Originale Spulen von Anycubic haben einen NFC-Chip, der Laser dafür befindet sich am Drucker vorne links. Später wird hier ein entsprechender Sticker sein. Bei meinem Vorserienmodell fehlte der leider noch. Also Spule dran halten, Material und Farbe wird durch den Chip erkannt und dann einfach auf eine beliebige Spule hängen und dann durch den Schlauch in den Druckkopf einführen. Kommt das Filament dort an, piepst es kurz und der Drucker ordnet das selbstständig korrekt zu. Mit Filament anderer Herstellern muss Material und Farbe natürlich manuell eingestellt werden. Und der Druckkopf ist das Besondere am Cobra X, denn hier ist auf geringem Raum das komplette Filamentwechselsystem untergebracht. Alles sehr kompakt gehalten, was kürzere Wege und damit beim Farbwechsel nicht nur weniger Müll, sondern auch Zeitersparnis bedeutet. Damit beim Farbwechsel keine Restfarbe des vorherigen Filaments im Druck bleibt, wird mit dem Hebel rechts das Filament abgeschnitten, dann fährt der Drucker links zum Purge Wiper, dort zieht er das alte Filament ein Stück raus, fährt das neue ein und drückt so den Rest des alten Filaments aus der Düse raus, bis das neue Filament eben aus der Düse kommt. Das eigentliche Prinzip des Farbwechsels wurde hier also nicht verändert, sondern einfach optimiert. Der Farbwechsel geht mit ca. 1 Minute, zum Beispiel bedeutend schneller und es fällt auch weniger Abfall an. Aber so können nicht nur mehrere Farben verwendet werden, sondern auch verschiedene Materialien. Besonders erwähnt werden muss hier TPU. Bei allen Farbwechselsystemen rät kein Hersteller dazu, TPU zu verwenden. Das ist ein weiches Material, was sich im Ace Pro, im AMS oder im CFS nicht vernünftig transportieren lässt und zu bösen Verstopfungen führen kann. TPU konnte bisher also überall immer nur über den externen Spulenhalter solo gedruckt werden. Beim Cobra X bzw. dessen Druckkopf funktioniert das jetzt und zwar meistens richtig gut. Ich hatte aber auch mal Probleme beim Druck mit TPU, vor allem mit der Sorte 95A. Hier scheint es, als wenn der Extruder manchmal nicht richtig greift und es wird kein Filament gefördert. Der Cobra X druckt dann los, aber ohne wirklich was zu drucken. Auch hier ist das laut Anycubic ein Problem der Vorserie, welches mit einem kommenden Software-Update behoben wird und möglicherweise vielleicht sogar schon ist. Ich werde das testen. Anycubic selbst empfiehlt TPU 68D. Ich habe mir eine Spule 64D bestellt, um hier auch wirklich mal einen Vergleich zu haben. Und mit dieser etwas steiferen TPU-Sorte gab es kein Problem mehr. Ja, und da wir gerade beim TPU-Druck sind, können wir uns auch gleich ein paar Testdrucke ansehen, die ich mit dem Cobra X gemacht habe. Hier ist zum Beispiel eine Variante des Kugelfängers, der am Rand hier mit TPU gedruckt ist. Das ist also das weiche TPU. Hier gab es also kein Problem. Wenn erst PLA kommt und dann TPU, scheint es gut zu funktionieren. Wenn die erste Schicht TPU ist, scheint es ein bisschen problematisch zu sein. Aber wie gesagt, der Druckkopf ist ein Vorserienmodell. So, stell dich bitte scharf. Jawohl, so sieht das aus. Und ich denke mir, der könnte vielleicht so in Serie gehen, weil die Kugel dann doch ein bisschen sanfter landet auf den Kanten und somit etwas mehr gedämpft wird und nicht, wie sonst ist er ja auch komplett aus PLA gedruckt, wegspringen kann. Aber das muss ich erst noch ein bisschen austesten, ob das auch wirklich klappt. Und dann hatte ich noch einen weiteren TPU-Druck bzw. einen 2-Materialdruck und zwar mit dieser kleinen Pupbox hier, die die Sachen aus dem Pupfänger rausfangen soll, damit das nicht alles auf dem Tisch rumschwirrt. Und hier ist die ersten 3 mm, glaube ich, mit TPU gedruckt und der Rest dieser Box mit PLA dann. Und das hat auch gut funktioniert. In dem Fall ist das auch das TPU 64D, was dann auch problemlos da rausgekommen ist. Und man sieht allerdings, das ist nicht so ganz gerade. Die Kanten haben sich ein bisschen hochgewölbt. Hier muss man dann bei den Druckeinstellungen noch ein bisschen was anpassen, schätze ich. Vielleicht das Bett ein bisschen wärmer machen oder kühler, je nachdem. Auf jeden Fall hat das PLA das TPU ein bisschen hochgezogen, aber grundsätzlich funktioniert das alles. Auch das X hier hinten drauf, das ist mit
Stützdruck gemacht worden, weil diese Spitze hier ja sonst einfach in die Luft hätte gedruckt werden müssen und darum ist das hier oben etwas unschön. Und auch diese Kante hier sieht man etwas, naja, ist nicht so ganz so schön, aber durchaus alles im Rahmen geblieben hierbei. Und wenn wir gerade bei Luftdrucken sind, ist hier dieses Modell, was im Anycubic Slicer direkt zur Verfügung steht. Das ist ein Testmodell von Autodesk und dieses hier ist vollständig ohne Stützen gedruckt worden. Gerade bei diesem Teil hier, wo es dann quasi wirklich in der Luft hängt, ist es etwas schlechter geworden vom Druck her, aber trotzdem ziemlich gut noch. Und auch diese Brücken hier in diesem vorderen Teil, wo der Drucker dann die Linie hier bis darüber ziehen muss, das sieht auch noch alles sehr ordentlich aus. Also wirklich krass, was der Cobra X hier an Druckqualität raushaut. Hier wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie ins Bild. Diese Kante, da ist eine Schicht ein bisschen nicht so schön geworden, aber trotzdem für diese Schräge ohne Stützdruck ist das schon ganz gut. Und die Spitzen hier sehen auch sehr gut aus, hängt ein bisschen Faden dran, etwas Stringing, aber das ist bei solchen kleinen Strukturen normal und wenn man etwas hierher geht, dann kriegt man auch die Fäden von solchen dünnen Strukturen eigentlich problemlos schon mit dem Finger ab. So, Mehrfarbdruck habe ich natürlich auch probiert und als erstes mit diesem Minion hier. Das sieht auf den ersten Blick eigentlich ganz gut aus, allerdings hatte ich das Reinigungsvolumen des Druckers nicht ordentlich angepasst, beziehungsweise habe einfach die Standardwerte übernommen, ohne großartig danach zu schauen. Und wenn man jetzt näher hin sieht, dann wirkt das Schwarz hier noch in dem Gelb nach von der Brille. Das ist also auf derselben Ebene und deswegen ist das ein bisschen verwaschen. Wenn man das Reinigungsvolumen erhöht, dann wird das natürlich besser. Ich überlege aber auch, ob das Gelb vielleicht ein bisschen zu sensibel ist, weil ich habe das ganze Ding dann nochmal in kleiner gedruckt und hier ist es zwar besser geworden, aber auch noch nicht so ganz hundertprozentig optimal. Aber das funktioniert auf jeden Fall mit dem Mehrfarbdruck, ist kein Problem, denn diese Rakete hier, die habe ich auch gedruckt und hier gibt es gar keine Farbabweichungen drin. Jetzt wäre mir fast weggeflogen, die Rakete. Und ja, die sieht auch sehr gut aus. Auch wenn man sieht hier, diese obere Ecke, die dann am Stück durchgedruckt wird, ist etwas glänzender als der Rest, wo ständig diese Farbwechsel stattfinden. Wird man vielleicht auch über das Druckprofil noch irgendwie ein bisschen eingestellt kriegen. Aber ansonsten hier auch ohne Stützdrucke alles gut gelaufen soweit. Und die gleiche Rakete habe ich nochmal gedruckt mit dem Cobra 3. Die hat natürlich deutlich länger gedauert, weil die Farbwechsel dort länger dauern und auch der Müllberg war größer. Ich habe den jetzt allerdings leider nicht mehr da zum Vergleichen. Der Druck hat aber natürlich auch ein bisschen länger gedauert, weil ich hier den Stützdruck noch aktiviert hatte drinnen. So sieht die Rakete auf dem Cobra 3 V2 aus. Und dann gibt es noch hier meinen Turm, den ich entworfen habe als Testdruck mal. Und der ist hier beim Cobra X fast optimal rausgekommen. Kaum Riefen, wo die anderen Drucker, die ich bisher hiermit getestet habe, eher nicht so gut waren. Das Einzige, wo ein Fehler ist, ist hier oben dieses Teil. Da ist einfach etwas abgebrochen. Diese Stütze hier ist aber auch etwas sehr dünn dort und war eigentlich vorhersehbar, dass da möglicherweise etwas schief geht. Ist natürlich auch mit den Standardeinstellungen gedruckt worden und nicht extra abgepasst an schmalen Stellen langsamer zu machen. Und selbstverständlich auch das Benchy gedruckt hier, was wirklich sehr gut rauskam. Logischerweise war ja auch schon vorgesliced auf dem Drucker drauf. Sieht wirklich sehr gut aus und das kann sich auf jeden Fall ebenfalls sehen lassen. Dann gibt es noch eine Schale für Leute, die gerne Gummibärchen essen, aber abnehmen wollen, und da eignet sich diese Schale mit den vielen Spitzen dran, weil wenn man dann da nach den Gummibärchen greift, da tut man sich auf jeden Fall möglicherweise ein bisschen weh und das schreckt dann doch ab, in diese Schale reinzugreifen. Aber der Hauptgrund, diese Schale zu drucken, war natürlich diese Spitzen hier und die Rundungen
ordentlich rauszukriegen. Und hier hat der Cobra 3 also wirklich gezeigt, was er kann. Und das sieht wirklich sehr gut aus. Auch hier an den Spitzen eine leichte Fadenbildung, aber das ist absolut zu vernachlässigen und super rauszukommen. Drin sieht es natürlich nicht so gut aus. Diese Layer steigen hier relativ flach an und so sind die Layer deutlich sichtbarer. Wenn man die mit einer kleineren Layerhöhe drückt, dann ist das auf jeden Fall auch schon deutlich besser. Und last but not least noch so eine kleine Schale hier mit so einem verschiebbaren Innenteil drin. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus und fühlt sich auch an, als ob das ein Spritzgussteil wäre. Also wirklich total glatt und sanft irgendwie. Ja, das ist echt super rausgekommen. Auch mit diesem kleinen Bogen hier oben dran. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Genauso wie die äußere Schale hier, wo ja am Rand dann auch noch diese Rundungen dran sind. Auch hier fühlt das sich echt gut an und alles ist 1A geworden. Wohlgemerkt, der Drucker ist ein Prototyp quasi und nicht das Serienmodell und der wirft trotzdem schon so gute Ergebnisse raus. Anycubic macht hier meiner Ansicht nach mit dem Cobra X alles richtig. Wer in den letzten Monaten schon einen Drucker wie zum Beispiel den Cobra 3 oder den S1 gekauft hat, muss sich aber auch nicht ärgern. Das sind immer noch gute Drucker. Der Cobra X ist eben eine konsequente Weiterentwicklung und ein unkomplizierter Drucker mit sehr guten Druckergebnissen out of the box und das als hier Vorserienmodell. Gut finde ich, den Drucker vor Marktstart von wirklichen Nutzern testen zu lassen und sich Feedback einzuholen. Da ist natürlich auch so ein bisschen der Marketinggedanke dahinter, keine Frage, aber meine Hinweise und auch Probleme wurden immer angenommen und gelöst. Dadurch, dass die ganze Filamentwechseltechnik im Druckkopf steckt, ist dieser recht üppig geraten. Das erschwert es beim Starten des Drucks, einen guten Blick auf die ersten Schichten zu werfen. Die Kamera scheint beim ersten Eindruck erstmal falsch montiert zu sein, denn beim Start des Drucks spielt sich die Aktion nur im oberen Viertel des Bildes ab. Aber das ist durchaus beabsichtigt, denn die Kamera fährt ja mit der Z-Achse nach oben. Wäre sie schon unten auf den ersten Layer quasi komplett optimal ausgerichtet, kann man bei hohen Drucken später nichts mehr im Bild sehen. Das Bild der Kamera ist zur Überwachung völlig ausreichend und die Darstellung sogar sehr flüssig. Das Design des Cobra X ist gefällig und dadurch kann man so ein Gerät auch durchaus sichtbar mal in Wohnräumen nutzen, ohne einen allzu hässlichen Kasten da stehen zu haben. Der Cobra X ist zudem sehr leise. Klar, die Lüfter wird man immer hören und das Drucken selber ist natürlich auch nicht geräuschlos, aber der Cobra X ist der bislang leiseste Drucker, den ich bisher hatte. Durch die Filamentrollen obendrauf ist der Platzbedarf auch recht gering. Wenn man aber wirklich alles ausnutzen und die 19 Filamentrollen verwenden möchte, dann dürfte das platzmäßig ein bisschen anders aussehen. Im Gegensatz zu den Vorgänger Cobras ist die Originaldüse nicht mit dem Original Hotend verklebt, sondern mit wenigen Handgriffen wechselbar. Die Düsen sind natürlich speziell für dieses Modell designt, da wird es aber auch sicher schnell von Drittanbietern Angebote geben. Wenn da jetzt nichts mehr schief geht, ist der Cobra X nicht nur der optimale Drucker für Einsteiger, sondern auch bereits erfahrene Nutzer werden hier durchaus angesprochen. Bessere Druckqualität zu diesem Preis, da muss die Konkurrenz erstmal hinkommen. Klar, mittlerweile gibt es Lösungen mit mehreren Druckköpfen oder Wechseldüsen, aber in meinen Augen ist das eine völlig andere Zielgruppe. Beim Erscheinen dieses Videos gilt noch der Einführungspreis von 269 € in der Basisversion. Da wird nach Erscheinen schon einige Zeit vergehen, bis der mal wieder in diesem Preisbereich landet. Es gibt verschiedene Kombinationen, auch gemeinsam mit dem Ace Pro 2. Dann wird es natürlich ein bisschen teurer als nur der Drucker alleine. Alle Links zum Cobra X packe ich in die Videobeschreibung und in den ersten Kommentar. Bestellt ihr über diesen direkt bei Anycubic, erhalte ich eine kleine Provision. Am Preis ändert sich für euch natürlich nichts.